Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Flex RSP DW 18.0 EC Akkusäbelsäge an. So, wir haben eine Gesamtlänge von 45 cm. Ihr seht, die Flex RSP DW 18.0 EC ist extrem massiv. Also, seht, da habt ihr den Pendelhub, den ihr einstellen könnt in Millimeter. 1 mm, 2, 3. Dann habt ihr da oben, können Sie die Geschwindigkeit variabel einstellen. Das ist unglaublich schön. Also das ist eine unglaublich schöne Säbelsäge. Sicherung, seht, gibt es nur entsichert oder gesichert. Na, ist wirklich wunderschön verarbeitete Säbelsäge. Seht ihr, wie massiv das ist. Also das ist wirklich 11 cm hoch und breit, über 9, fast 10. Also es ist die massivste Säbelsäge von der Optik her oder von den Maßen, die ich bis jetzt gehabt habe. So, und dann schauen wir uns natürlich macht einen Unterschied, definitiv, aber ihr seht, das ist gar nichts. Schauen wir mal da oben, da wo es nicht gummiert ist. Kaum. Jetzt komplette Topwerte. Wo man aber ein Problem hat, ist beim Trigger, ist bei der Betätigungstaste, das ist sehr verzögert. Da gibt es viel direktere. Da haben wir eben die verschiedenen Stufen.
So, die Flex stellt beim Gewicht einen neuen Rekord auf. 4,18 Kilogramm ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, muss man sagen. Ist ein halbes Kilo mehr als die Metabo, ganz Kilo mehr wie die Makita 187 oder Metabo SSCP 18 oder Hilti WRS 220A und ja, oder mehr auch als die AEG, also sehr schwere Säbelsäge, definitiv, wie schon gesagt, die massivste, die ich bis jetzt getestet habe. So, bei der Lautstärke, wie ihr sehen könnt, relativ gut sogar. 100 Dezibel ist deutlich leiser wie die anderen starken Säbelsägen. Das ist definitiv ein Vorteil, sogar leiser als die RS25, komischerweise. Aber ja, also wirklich 100 dB ist wirklich gut, kann man sich nicht beschweren. Also wo ich die getestet habe, wo ich das gesehen habe, 120 x 100 mm in 6,2 Sekunden und 17,96 240 x 100. Das ist auf Metabo SSCP Niveau und das deutlich günstiger und vor allem finde ich sogar die Flex besser als die Metabo, weil man eben den Hub so schön einstellen kann, weil man die Drehzahl so schön einstellen kann, weil die Flex, das Einzige was mir nicht gefällt an der Flex ist das Gewicht, aber wirklich beste Säbelsäge, die ich bis jetzt getestet habe, mit der Metabo zusammen. Die zwei sind wirklich komplette Oberliga. Auch die andere Metabo ist auf einem ganz hohen Niveau. Also wirklich, die deutschen Marken schlagen sich gut bei den Säbelsägen. Was aber unglaublich für die Flex spricht, seien die Vibrationen. Also das ist viel niedriger als bei der Metabo und definitiv einer von den niedrigsten Werten, die ich bis jetzt getestet habe. Wie ihr sehen könnt, ist es trotzdem sehr weit weg von der 25er. Aber die kann ich auch empfehlen, die RSP DW18. Das ist wirklich Vibrationswerte, sind der Traum. Also vor allem wenn man die Leistung sieht, ist es nochmal unvorstellbar, wie wenig der vibriert für die Leistung. Das ist jetzt die Hilti Katastrophe und die Einhell, die Ryobi im Vergleich. Also es sind jetzt kein Weltuntergang, aber die Flex ist nochmal unglaublich viel feiner zum Handhaben. Was kann man zum Preis sagen? Definitiv sehr attraktiver Preis, was man kriegt. Wenig Vibrationen, ein bisschen hohes Gewicht, sonst alles Vorteile. Sonst ist wirklich die Säbelsäge phänomenal. Eine gute LED, gute Vibrationen, unglaubliche Leistungswerte, Verarbeitung unglaublich stark. Also wirklich eine wunderschöne Säbelsäge. Vor allem 100 Euro günstiger als die, sagen wir, vergleichbare Metabo. Also macht sie wirklich unglaublich, die Flex. Also wirklich. Bin wirklich begeistert und angetan von der Flex. Also für mich die schönste, beste Säbelsäge, die man kaufen kann. Auch die 25er ist ganz weit oben. Wahrscheinlich würde man die 25er holen, weil sie doch so handlich so wenig vibriert und doch günstiger ist. Und ja, ich würde die 25er trotzdem holen, aber wer viel Leistung braucht, viel schneidet, dann würde ich auch die RSP holen. Alle Säbelsäge sind unten verlinkt. Wenn ihr etwas über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für jeden, das macht. Vielen lieben Dank für jeden, das schaut. Abo da lässt, Kommentar da lässt. Servus, danke und bis zum nächsten Video. Ciao.